Servus Leideln, ich bin's, der Fabio. Und heute, wie ihr sehen könnt, mal endlich mal ein Bike-Check von meinem Fabulous Escape 2 Teil. Schlüsselbein wird langsam wieder, also jetzt sind es doch schon 6 Wochen, ja, aber jetzt geht es langsam wieder zum Biken und dauert nicht mehr lang, bis ich wieder 100% fit bin. Viele von euch haben sich eben gewünscht, haben mir eben geschrieben, bitte macht mal einen Bike-Check über das Rad, über den Downhiller, was ich eben im neuen Video gefahren bin. Und ja, ich würde sagen, heute spreche ich mal ein bisschen über die Details, über die Feinheiten vom Bike und ja, gebe euch mal ein bisschen einen Einblick. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. So, Rahmen. Rahmen ist ein Specialized S-Works Demo Rahmen in der Größe L mit einer Custom Lackierung, wie man sehen kann. Also in einem sehr, sehr auffälligen Orange mit eben so sehr kleine Details noch drin, mit so Flanks oder wie man die ja immer nennt. Schaut sehr, sehr edel aus und eben mit den ganzen Camouflage-Grün noch dabei. Also ich finde irgendwie die Kombination von dem Grün und Orange eigentlich ziemlich passend und war, glaube ich, auch von Schnee sehr, sehr auffällig und hat da echt gut rausgestochen. Also taugt mir extrem, wie das schlussendlich so rausgekommen ist und das Feedback für euch war natürlich auch geil. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Zu den Felgen. Felgen sind von Roble, von der Eigenmarke von Specialized. Carbon-Felgen. Die Namen sind ebenfalls Roble-Namen. Sehr, sehr solide. Also ich muss echt sagen, also der Felgensatz ist wirklich derselbe, den ich eigentlich im ganzen Video gefahren bin. Im ganzen Fabulous Escape 2 Video hat er nie Probleme oder irgendwas gegeben. Also die halten echt was stand und ich kann euch sagen, die sind sowas von leicht, die Felgen. Also das ist echt krass. Vor allem das ganze Bike ist wahnsinnig, wie leicht es ist. Also glaube ich irgendwo 15 Kilo, glaube ich. Ich habe noch nie wirklich so ein leichtes Bike gehabt. Aber ja, weiter geht's zu den Reifen. Reifen sind von Continental, die Baron Reifen, 27,5 Zoll. Viele haben mir eben gefragt beim Video, ob ich mit Spikes gefahren bin oder nicht. Und ich muss euch sagen, ich bin bei keiner einzigen Szene mit Spikes gefahren, sondern immer mit den Baron-Reifen. Mit den ganz normalen Stollenreifen von Continental hat er einwandfrei gehalten. Einfach aus dem Grund, weil es mir persönlich ein bisschen zu gefährlich war mit Spikes. Und ich muss echt sagen, die Performance mit den Reifen auf Schnee war echt sehr, 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 sehr solide und echt ausreichend. Also ein bisschen überraschend sogar. Genau, Reifendruck ganz kurz, bin ich beim Video, glaube ich, um die 2,8, 2,9 gefahren, also sehr, sehr hohen Reifendruck. Normalerweise fahre ich eben so 2 bis 2,2, sowas in die Richtung. Genau, dann wo geht die Reise weiter? Federung. Also vorne haben wir Fox Ford hier drin, Factory-Ausführung, Kashima Coating quasi mit der Beschichtung, Kashima Beschichtung. Ja, ich meine, da gibt es eh nicht viel zu sagen zu Fox 40er. Ich glaube, jeder, der sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass das ein geiles Teil ist. Ich fahre sie sehr, sehr hart. Also vor allem jetzt bei dem Projekt, weil ich halt eben viel Flips gemacht habe, weil ich, keine Ahnung, sehr, sehr viel Feedback vom Bike gebraucht habe, das ich einfach spüre. Und deswegen fahre ich einfach das sehr, sehr hart, damit ich eigentlich sofortiges Feedback immer vom Rad bekomme. Und so viele Schläge sind ja auf Schnee gar nicht, deswegen hat es ja nicht jetzt wahnsinnig weich oder irgendwas sein müssen oder wahnsinnig viele Schläge ausbessern müssen. Genau, hinten ist der DHX2 Dämpfer drin mit eben einer Feder. Die Feder ist eine 550er Feder, ebenfalls sehr, sehr hart, schneller Rebound, die Compression, ja, einfach sehr, sehr hart im Gesamten. Also vorne so wie hinten wirklich richtig hartes Teil, damit man geil flippen kann, damit man mal einen Double Flip machen kann und einfach die Sprünge wirklich, damit man super Feedback vom Bike bekommt. Genau, dann wo gehen wir weiter? Kurbelgarnitur. Kurbelgarnitur ist die von SRAM, die X0. Ja,
die Carbon-Kurbeln, ich glaube, die sind bekannt dafür, dass die einfach saugeil sind, mega. Aber mit denen überhaupt keine Probleme gehabt, also sehr, sehr solide. Dann auf den Kurbeln drauf verbaut sind die Crank Brothers Pedale, die Stamp in der Größe L. Hat man da eben die Schrauben ein bisschen rausgedreht, um noch ein bisschen mehr Grip zu haben. Und ich muss echt sagen, sogar auf Schnee und bei eisigen Konditionen war es wirklich ein Traum, auf den Pedalen zu stehen. Dann Schaltung ist die X01 Schaltung, ebenfalls von SRAM, 7-Speed. Ja, gibt es nicht viel dazu sagen, mega geil, lässt sich einwandfrei schalten, was man eben vor der Schaltung braucht. Ja, genau. Dann, wo schauen wir denn weiter hin? Bremsen natürlich, Bremsen. Das Allerwichtigste, wer stoppt einen? Natürlich die Bremsen. Das war teilweise beim Video wirklich sehr wichtig. Bremsen sind wie gewohnt die Magura MT7 Raceline Bremsen drauf. Vorne mit dem HC3 Hebel, einfach, ja, der taugt mir einfach extrem, weil man einfach super individuell einstellen kann und eben weil es ein Fingerhebel nebenbei ist, was mir persönlich einfach, ja, mega taugt. Scheibenbremsen sind 203 mm Scheibenbremsen, ebenfalls von Magura. Ich glaube, das sind die Storm HC Scheibenbremsen. Ja, tipptopp, habe keine verbogen, hat alles hingehauen. Also Bremsen sind echt wirklich sehr geil einfach. Sitz ist ebenfalls von Specialized, ist der Phenom Sitz von Specialized. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, okay, der ist aber ziemlich tief eigentlich. Beim Downhill fährt man schon ein bisschen höher. Beim Video war es halt einfach so, dass ich sehr viel Flips gemacht habe, wo ich mir einfach klein machen habe müssen. Deswegen, und wo ich einfach wendig sein habe müssen auf dem Rad, deswegen ist der Sitzer sehr niedrig jetzt auf dem Bike eingestellt. Also Setting ist genauso wie bei Fabulous Escape 2. Lenker ist der Rental Fettbar-Lenker, Carbon-Lenker, macht das Teil noch ein bisschen leichter und ist mega stabil. Vorbau ist ebenfalls von Rental. Und ja, was gibt es nur zu sagen? Griffe sind von Specialized. Und ich glaube, somit sind wir ehrlich gesagt ziemlich durch. Also mir fällt jetzt gerade mal gar nicht mehr so viel ein, falls euch noch irgendwas einfällt, dann könnt ihr das gerne irgendwo in die Kommentare hinschreiben oder mir mal wissen lassen, falls ich was vergessen habe. Auf jeden Fall war es das vom Bike-Check. Ich hoffe, euch taugt das Bike genauso wie mir. Finde es echt eine geile Maschine und ich freue mich schon, die ein oder anderen Sprünge oder Downhill-Tracks mit dem Teil zu fahren. Bekomme dann nur ein anderes, meine Rennmaschine dann. Da kann ich euch dann auch nochmal einen Bike-Check geben, aber das war es vorerst von meiner Fabulous Escape 2 Maschine. Hoffe, euch hat es getaugt, genauso wie mir. Grandioses Bike. Ja, ihr könnt nicht um mehr beten und in dem Fall sage ich sehr vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.